Mama? Träume sind seltsame und doch tiefgründige Botschafter unseres Unterbewusstseins. Sie sind wie Schatten aus der Vergangenheit, flüchtig, unbegreiflich und doch immer mit einem Hauch von Wahrheit erfüllt. Als Arleen Veen aus dem schrecklichen Albtraum erwacht, scheint die Dunkelheit des Traums noch an ihr zu haften, als hätte sie etwas Tieferes berührt, eine Erinnerung, eine Ahnung von dem, was einst war. Träume sind nicht nur Hirngespinste. Sie sind wie die Fäden eines unsichtbaren Gewebes, das unser Leben durchzieht. Ein Muster aus Erlebtem, Verdrängtem und vielleicht auch aus Wünschen, die nie ausgesprochen wurden. Besonders jene Träume, die unsere Kindheit berühren, besitzen eine eigentümliche Kraft. Sie bringen verborgene Ängste und vergessene Freuden zurück. Manchmal in Gestalt eines Lächelns, manchmal als kalter Schauer, der über den Rücken läuft. Arleen Veens Traum war nicht nur eine zufällige Ansammlung von Bildern, er war ein Echo, das zurückführte in eine Zeit, als alles noch einfach schien und doch gleichzeitig so verwirrend war. Eine Zeit, in der Skaldiv als Kind oft an ihrer Seite war. Kindheitsträume haben die Macht, tiefe Wurzeln zu schlagen und uns zu prägen, ob wir es erkennen oder nicht. Und so, während Arleen Veen langsam aus dem Albtraum zurück in die Realität gleitet, wird sie in die Vergangenheit gezogen. In Momente des Lichts und der Dunkelheit, in denen sie und Skaldiv noch Seite an Seite standen. Was war es, das sie damals so fest verband? Was von ihrer Kindheit lebt noch in diesen Träumen weiter? Vielleicht sind es nicht nur Erinnerungen, sondern Botschaften, die darauf warten, verstanden zu werden, Zeichen, die darauf drängen, entschlüsselt zu werden. Jetzt tauchen wir ein in die Vergangenheit, um das Rätsel weiter zu entschlüsseln. Seid alle gegrüßt. Verehrte Vemara. Vemara? Hallo, Mama. Ich grüße euch, verehrte Vemara. Ich hoffe, mein kleines Pfötchen hat sich gut benommen. Allerdings, verehrte Vemara, es gab nichts zu beanstanden. Ein vorbildliches Verhalten, so wie ich es erwartet hatte. So, Oh ja, so wie immer, Mama. Das weißt du doch. allerdings. Nun, Lenchen, bist du bereit für die Reise, um auch unsere Kultur besser kennenzulernen? Oh ja, ich freue mich schon sehr darauf und bin schon ganz gespannt auf die vielen Blumen. Und die Billwisse und die Waage. Sie ist bereit und wir haben alles für ihr kleines Abenteuer sorgfältig zusammengepackt. Ich werde euch begleiten, verehrte Vemara. Es gibt noch einige Angelegenheiten, die ich gerne mit eurem Gemahl besprechen möchte. Natürlich, Herr Tador. Kommt gerne mit. Ihr seid jederzeit willkommen. Habt Dank. Nun, wollen wir aufbrechen, Kinder? Ja, ich bin bereit. Endlich wieder ein paar Billwisse verkloppen. Du, mein Pfötchen, zeigst Lenchen zunächst unsere friedliche Lebensweise und führst sie respektvoll durch das Anwesen, ganz ohne Gewalt. Ja. Ferondis, ich danke euch, dass ihr Skaldiv einen kleinen Einblick in eure Kultur und Lebensweise gewährt habt. Sehr gerne, es war mir eine Freude, jederzeit wieder.
Farondis möge Frieden und stets gute Gesundheit euch begleiten. Möget auch ihr stets auf sicheren Wegen wandeln und Frieden auf all euren Reisen finden, verehrte Vemara. Mein liebes Lenchen, pass gut auf dich auf und komm gesund zu mir zurück. Das werde ich machen, Mama. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb, meine Kleine. Knutsch, knutsch. Wie albern, dieses ganze Geknutsche. Bäh, pfui, bäh. Skaldiv, eines Tages wirst du verstehen, dass genau diese kleinen Gesten der Liebe uns allen die nötige Stärke geben, um schwierige Zeiten zu überstehen. Was ein Quatsch. Auf bald, meine Liebe. Mögest du immer sichere Wege haben, mein Liebster, und gut auf dich achten. Das werde ich. So, dann wollen wir mal aufbrechen. Mama, hast du Honigkuchen dabei? Ach, Skaldiv. Ich freue mich so sehr. Ich reise ins Blumenmeer. Juhu! Und so brachen alle gemeinsam zur Honigmulde auf, während Farondis mit einigen Sorgen zurückblieb. Sie hoffte inständig, dass Lenchen unversehrt und gesund zurückkehren würde. Doch Tadors Anwesenheit brachte ihr große Beruhigung, denn es war für sie eine still vereinbarte Voraussetzung, damit Lenchen die Reise antreten durfte. Tador hatte ohnehin diplomatische Aufgaben zu erledigen und so ließen sich beide Anliegen sinnvoll miteinander verknüpfen. Na, Blütenschädel, hast du dich wieder beruhigt? Du bist ja aufgeschreckt wie ein kleines gerupftes Waldhuhn. Danke, Skaldi. Nein, ich hatte einen schrecklichen Traum. Irgendwie war da ein düsteres Sumpfgebiet und du warst auch da. Du hast nach deiner Mama gerufen und ein Geist hat dich verfolgt. Ganz schrecklich. Ich hatte ein Gefühl, das ich nicht beschreiben kann, als würde mein Herz zerbrechen. Verstehst du? Ach, dieses Elbentraumgedöns schon wieder. Diese komische Sache, die ihr da in euren Köpfen habt. Vorsehung oder so. Ich weiß nicht, was du meinst. Aber dass wir beide im Weinkeller waren und ich kaum Erinnerung habe, kann ich mir nur durch zu viel Ethanolduft erklären. Hat wohl meinen Verstand benebelt. Ach, schön. Ach, Skaldi. Sag mal, wenn du dich hier umsiehst, fällt dir da nicht irgendwas ein? Ich glaube, wir beide waren schon mal hier. Achtung, stillgestanden. Sag mal, warum muss dein Papa eigentlich mitkommen? Traust du dich alleine etwa nicht, du Schisser? Doch, ich hätte mich schon getraut, aber ich glaube, Papa wollte mit deinen Eltern irgendwas besprechen.
Ach so, eine blödere Ausrede, dass du eigentlich Schiss hast, habe ich ja noch nie gehört. Das stimmt aber wirklich. Ich würde dich doch nicht anlügen. Nicht? Oh, ach so. Lügst du nie? Also eigentlich bisher, nein. Also nein. Du bist vielleicht ein komischer Vogel. Bin ich gar nicht. Ich finde Lügen blöd. Das ist einfach so. Ja, weil du auch nie was Verbotenes machst. Das stimmt. Guck mal, das Schild da. Ein Wegweiser. Das ist ja prima, wenn man mal nicht mehr weiter weiß. Ja komm, den verschönern wir mal. Wie? Was? Verschönern? Wegzoll 2 Honigkuchen. Da ist ein bisschen was falsch geschrieben. Willst du schreiben, Schlaumeier? Ansonsten Klappe halten. Nein, schon gut. Da werden unsere Eltern schön blöd gucken. Aber, Dieses Kind und diese Fehler. na das hat ja toll geklappt. Du hast vielleicht immer Ideen. Ja, Mist. Mama kennt meine Streiche schon zu gut. Übrigens sind die Blumenwiesen hier wirklich traumhaft schön. Und deine Mama ist ganz schön hübsch. Findest du? Ich finde sie nur streng. Ich glaube, wenn man artig ist, müssen die Eltern auch nicht so streng sein. Ach, langweilig. Ist dein Papa nie streng? Eigentlich nicht. Er ist immer ganz schön stolz auf mich. Weswegen denn? Oh, ja, also weil ich immer gut zuhöre und mir viele Sachen merke, die er mir erzählt. Zum Beispiel? Ja, schau, hier sind zum Beispiel Ringelblumen. Quatsch, das sind Calendula. Aber mein Papa hat gesagt, die heißen Ringelblumen und können schlimme Wunden heilen. Wenn ich's doch sage, Calendula. Ringelblumen. Calendula. Calendula. Ringelblumen. Ringelblumen. Was ein Quatsch, das sind Calendula. Also gut. Dann fragen wir jetzt meinen Papa, der weiß das nämlich. Papa, Ja, mein Lenchen? Papa, ich hab doch recht, oder? Das hier sind doch Ringelblumen, ja? Aber ja, das hast du ganz richtig erkannt, mein Kind, sehr gut. Siehste, ich wusste es. Was ein Quatsch, das sind Calendula. Huch! Ihr habt durchaus beide recht, Kinder. Es gibt verschiedene Namen für dieselbe Pflanze. Oh, ach so. Sowohl Ringelblume als auch Calendula sind korrekte Bezeichnungen. Ha, da soll sich noch einer auskennen. Bleibt doch bitte auf dem Weg, Kinder. Oh, ja, in Ordnung, Papa. Kein Grund zur Sorge, Tador. Die Wachen sind postiert. Na gut, lauf ruhig, Lenchen. Ist schon gut. Wir müssen uns dringend beraten, Wemara. Es zieht etwas auf, das wir noch nicht recht deuten können. Unsere Späher vernahmen unheilvolle Zeichen jenseits der Siedlung. Wir bemerken dieselben Bewegungen, Tador. In der Tat, es zieht etwas auf. Mein Mann hat für heute Abend einen Rat einberufen.
Wir sollten uns austauschen. So wird es geschehen. Ich danke euch. Gemeinsam können wir besser verstehen, was im Nebel verborgen liegt und weitere Schritte besprechen. Ach du lieber Schreck, ein Bär! Hilfe! Was kreischst du denn? Das ist Tante Ursula. Tante, was? Sprich ich Orkisch oder was? Das ist meine Tante. Oh, guten Tag, die Dame. Dame. Klasse. Tante Ursula ist Dorfmeisterin im Baumstammwerfen. Ich lach mich kaputt. Dame. Im was? Boah, das ist ja der Wahnsinn. Toll. Guck mal, das sind unsere Wachen. Guten Tag, ihr seht aber sehr gefährlich aus. Achtung! Eindringling! Elbenalarm! Angriff! Papa! Was hat sie denn? Meine Fresse, man darf aber auch keinen Scherz machen hier, ist ja bescheuert. Da seid ihr ja endlich. Komm sofort her, Skaldiv. Oh je. Du hast Lenchen zu Tode erschreckt mit deinem Unfug. Das war ein Scherz, Mann. Nun, dieser Scherz war offenbar nicht sehr witzig. Ich erwarte eine Entschuldigung. Entschuldigung. Ist schon gut. Tut mir leid. Ich hatte den Witz wohl nicht verstanden. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich hätte mich wohl auch gefürchtet. Oh, na gut. Was ein Quatsch. Meine Mama hat vor gar nichts Angst und fürchtet sich vor niemandem. Das glaub ich dir. Skaldiv, es geht ums Prinzip. Ja, doch, verstanden. Ist schon recht, Wemara. Niemand kann ahnen, wie unbedarft unser Lenchen doch ist. Ich bin mir sicher, dass Skaldiv keine bösen Absichten hatte. Genau. Endlich versteht mich mal jemand. Also Kinder, wir sind da. Lenchen, hast du Lust, mit Skaldiv noch etwas unser Zuhause zu erkunden? Oh ja, gerne. Also dann, ich ruf euch dann zum Abendessen rein. Mach keinen Unfug, mein Pfötchen. Ich? Nö, Bärenwort. Ihr bleibt innerhalb des Zauns, ja? Natürlich, Frau Wemara. Bis später. Viel Spaß euch beiden. Dankeschön, Papa. So, endlich keine Aufsicht mehr. Hier ist es aber wirklich wunderschön bei euch. Sag ich ja. Das Blumenmeer ist so unglaublich. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Und überall brummt's und summt's. Oh ja, alles ist voller Leben. Einfach traumhaft.
Und hier ist mein eigenes Bienenvolk. Boah, toll. Stechen die denn nicht? Nur wenn ich den Befehl gebe. Was, echt? Die hören auf dich? Ja klaro, ich hab die voll im Griff. Ist ja wirklich kaum zu glauben. Und wenn man schlimme Wunden hat, kann man mit dem Propolis aus dem Bienenstock auch helfen übrigens. Dann ist das ja so wie bei den Ringelblumenkalendulas. Toll. Genau, uns kann nichts passieren, wir kennen uns aus. Oh ja, wir sind ganz schön schlau und uns kann nichts passieren. Wenn du Honig naschen willst, rund ums Haus hängen ganz viele Waben. Darf man denn da einfach was nehmen? Nö, aber das muss ja keiner mitkriegen. Oje, oje, oje. Du kannst aber gut klettern. Psst, leise. Oh ja, ist gut. Hier, schleck mal. Der ist gut. Doll, oder? Ich hab noch nie was Besseres gefuttert. Ich sag's jetzt mal dazu. Du darfst halt nix verraten, ja? Und wenn jemand fragt? Dann stellst du dich blöd. Ja, das krieg ich hin. Hi. Genau. Ihr habt aber viele tolle Haustiere hier. Ich wünschte, bei uns wären auch so viele Tiere. Ja, schon, aber die machen auch viel Arbeit. Morgens muss ich immer alle Ställe ausmisten. Echt? Da bist du ja stundenlang beschäftigt. Und dann füttern und Wasser hinschleppen und so. Ist halt so. Jeder muss mithelfen. Kannst du denn auch mal was spielen? Ja klar, wenn alles erledigt ist, kann ich rumsausen und Billwisse vermöbeln. Wollen wir mal gucken, ob wir einen finden? Nein, danke. Also lieber nicht. Hihi. Wir sollen ja nicht rausgehen und so. Ach ja, du hast wieder Schiss. Ja, ich hab Angst und ich möchte auch nichts machen, was deine Mama verboten hat. Herrje, wenn ich mich daran halten würde, gäb's ja nie Honigkuchen. Apropos, willst du einen? Oh ja, gerne. Wir werden weitere Späher herbestellen, die euch unterstützen, Grimbeorn. Dafür wäre ich sehr dankbar. Wir können die Lage zwar aus der Ferne ganz gut einschätzen, aber eure Späher sind deutlich besser, unauffällig näher ranzukommen, vermute ich. Sie werden ihr Bestes geben. Ich danke euch. Diese Unruhe da draußen macht mir Kopfzerbrechen. Eine diffuse Dunkelheit zieht über die Felder. Ich möchte nicht in ein Wespennest stechen und etwas heraufbeschwören, wenn wir unvorsichtig hineinmarschieren. Wir werden das gemeinsam ergründen und mit mehr Informationen eine Strategie entwickeln. Das scheint mir das Beste zu sein. Wir werden sehen. Dann ist alles besprochen. Ich werde die Kinder zum Essen rufen. Behaltet bitte eure schweren Gedanken für euch, meine Herren. Ich möchte den Kindern einen fröhlichen Abend gönnen. Selbstverständlich, Wemara. Ihr klingt wie meine Frau und ihr habt recht. Natürlich, meine Liebe. Ich denke, es ist im Sinne unserer Töchter, dass sie keinerlei Sorgen der Erwachsenen tragen müssen, nicht wahr? So ist es. Vollkommen richtig. Hol sie nur her. Es ist ja alles gesagt. Du lebst echt schön hier. Ich würde gerne öfter hier bei dir sein. Ja, du kannst mich ja öfter besuchen. Irgendwann traust du dich auch raus zu den Wagen und Hornissen und Billwissen. Wagen
und Hornissen? Oje, oje, oje. Ich muss dir noch was zeigen. Ja, gerne. Guck mal, meins. Was? Du hast ein eigenes Pony? Na klar, das ist Brownie. Hallo Brownie, du bist aber süß. Ich finde, er sieht ein bisschen langweilig aus. Langweilig? Er ist doch wunderhübsch. Ich könnte ihm die Mähne einflechten oder den Schweif, so mit bunten Bändern und so. Bist du bekloppt? Ich will, dass er gefährlich aussieht. Gefährlich? Wieso das denn? Na, weil ich auch gefährlich bin. Ich brauche ein Kriegerpferd und kein Schleifchenpony. Ach so, ja, das verstehe ich. Guck, wir machen ihn jetzt gruselig. Gruselig? Ja, wie denn das? Na, mit Farbe. Mal einfach aus, was ich vormale. Oh ja, tolle Idee. Mann, jetzt seht ihr richtig kriegerisch aus. Juhu! Da kriegt man direkt Angst. Klasse. Schneller, Brownie! Hurra! Hurra! Oha. Dieses Kind Oje, oje, oje. Da seid ihr ja. Skaldev, wie siehst du nur wieder aus? Nimm dir ein Beispiel an Lenchen und geh dich jetzt waschen. Ja doch. Tador, wollt ihr mit reinkommen? Ich komme gleich, verehrte Vemara. Wenn es erlaubt ist, würde ich gern noch ein wenig die Siedlung und deren Umgebung genießen. Natürlich, bis gleich. Komm mit, Lenchen. Schaut euch ruhig um und passt auf die Bienen auf. Das werde ich, ehrenwerter Grimbeorn. Na, liebes Lenchen, wie hat es dir in unserer Siedlung gefallen? Oh ja, Frau Vemara, es ist so schön. Darf ich öfter herkommen? Sicher, mein Kind. Ein so höflich erzogener Gast ist hier immer willkommen. Das kann nur einen guten Einfluss auf meine Tochter haben. Was hat dir denn besonders gefallen? Oh, die Blumen sind so schön. Und die lieben Tiere. Ich konnte mich gar nicht satt sehen. Allerdings, Lenchen. Wir leben im Einklang mit der Natur und erfreuen uns an den Gaben, die sie uns schenkt. Oh ja, das hat mir mein Papa auch beigebracht. Das ist wichtig, weil wenn die Natur zerstört wird, haben wir nichts mehr zu essen. In der Tat. Frau Vemara, Ja, liebes Kind. ich mag Pfötchen wirklich sehr. Meinst du, sie wird mal meine Freundin sein? Nun, wir werden sehen und die Zeit wird es zeigen. Freundschaft ist etwas sehr Wertvolles und manchmal entwickeln sich solche Freundschaften, die man wie Schwestern im Herzen betrachtet. Oh, das wäre schön. Ich hab Pfötchen so lieb. Hast du Lust, mir zu helfen, das Abendessen vorzubereiten? Oh, natürlich, Frau Vemara, sehr gerne. Wie kann ich helfen?
Waschen. Bäh. Ich ziehe mir einfach neue Klamotten an. Sollte doch reichen. Das ist aber eine ganz besondere Art des Waschens. Sehr beeindruckend, verehrte Skaldiv. Keine Sorge, das bleibt unter uns. Danke. Immer muss ich mich waschen und folgen und nie kann ich machen, was ich will. Mama ist immer so streng. Strenge mag manchmal lästig erscheinen, doch sie formt unser Wesen und schützt uns, wie die Wurzeln eines großen Baumes seine Äste stützen. Oft erkennen wir erst später, dass gerade diese Strenge uns stark macht und uns sicher durchs Leben gehen lässt. Ja, schon gut. Aber manchmal wünschte ich mir, ich könnte einfach frei sein wie ein Wag, ohne ständiges Gemecker und Strenge. Aber wer weiß, vielleicht machen mich all diese Sachen doch mal zu einem starken Baum. Ich hoffe nur, der Baum darf auch irgendwann mal wild wachsen. Freiheit und Strenge gehören zusammen wie der Wind, der den Baum stärkt, und der Boden, der ihm Halt gibt. Du wirst deinen eigenen Weg finden und wer weiß, vielleicht wirst du eines Tages sogar zeigen, dass man beides sein kann, stark verwurzelt und dennoch frei im Geist. Na, hoffentlich. Aber bis dahin würde ich echt einfach nur spielen, ohne immer so viel darüber nachzudenken. Natürlich, Fräulein Skaldiv, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Du bist gar nicht so übel für einen Papa-Elb. Macht Lenchen eigentlich nie Quatsch? Danke, Fräulein Skaldiv. Unsere Elbenkinder werden ganz anders herangezogen. Sie lernen früh, dass Disziplin und Weisheit Hand in Hand gehen. Doch auch sie brauchen ihre Freiheit, um zu entdecken, wer sie wirklich sind. Langweilig. Wo bleibt denn da der Spaß? Und unser kleines Lenchen hat auch ihre eigenen Träume und Flausen, die sie auf ihre Art und Weise lebt. Es ist ihr Traum, ihr Empfinden, das sie verwirklicht. Und wir Elben unterstützen die Einzigartigkeit, um sich selbst zu entfalten. Auch wenn die Eltern manchmal andere Wünsche für sie haben, braucht es Geduld und Vertrauen, um zu sehen, wie all das zu etwas Wundervollem heranwächst. Naja, irgendwie ist das genau das Gleiche wie bei mir. Hab ich's mir doch gedacht. So ist es, verehrte Skaldiv. Wollen wir nun zum Essen aufbrechen? Na klar, ich hoffe, es gibt endlich Honigkuchen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass heute Honigkuchen auf uns wartet, verehrte Skaldiv. Jawohl, kaum ist Besuch da, gibt's was Gutes. Hallo, Papa. Das Abendessen steht schon für euch bereit. Wurde auch Zeit. Ich bin am Verhungern. Werdet ihr uns nicht Gesellschaft leisten, Grimbeorn? Verzeiht, aber ich muss noch über einige Dinge nachdenken, die wir besprochen haben und mit unseren Wachen reden. Natürlich, Freund, das verstehe ich. Auf bald. Auf bald. Was gibt's denn Gutes, Mama? Grillgemüse, Pilzragout, Röstkartoffeln und Honigkuchen. Woher weißt du das? Ich habe deiner Mama geholfen. Streber. Wieso? Das macht doch Spaß. Ja. nun lasst es euch schmecken, greift nur zu. Das schmeckt aber fein. Papa, das musst du uns auch mal so kochen, ja? Ich kann es versuchen, aber ich werde vermutlich niemals an Wemaras Kochkünste heranreichen, Lenchen. Na, so schwierig ist das ja nicht, aber habt Dank. Ich freue mich, wenn es euch mundet. Bei Frau Farondis haben wir einen ganzen Honigkuchen nur für uns bekommen, Mama. Tatsächlich. Dann habt ihr euch offenbar tadellos betragen dort. Na sicher, kriegen wir heute wirklich auch einen?
Von tadellosem Benehmen kann heute ja wohl keine Rede sein, Kind. Ich denke, du weißt, was du morgen früh als erstes zu tun haben wirst. Du wirst Brownie von der Farbe befreien und ihn von oben bis unten sauber striegeln. Ach, Manno. Ich finde ihn ganz hübsch schon mit der Gruselfarbe. Siehste, Mama, Wir haben auch nur ein ganz kleines Stück Honigkuchen stibitzt vorhin am Ofen. Oh ja. meine Fresse. Was habt ihr eigentlich besprochen vorhin mit Papa? Nichts von großer Wichtigkeit, Kind. Ich würde es begrüßen, wenn du deine Nase nicht in jedes Gespräch der Erwachsenen stecken würdest. Ja, doch. Also nun, es sei euch noch ein kleiner Happen Honigkuchen gegönnt vor dem Schlafengehen. Jawohl. Ich sehe, ihr seid müde, Kinder. Also wird es Zeit fürs Bett. Macht euch bitte fertig. Bin gar nicht müde, kein bisschen. In Ordnung, Papa. Ich bin auch pappsatt. Danke für das leckere Abendessen. Sehr gerne, Lenchen. Guck mal, hier kannst du Verkloppen üben. Ach je, der ist ja süß. Verkloppen, nicht kuscheln. Ja, der ist aber viel zu niedlich zum Draufhauen. Mann, Mann, Mann. Wer soll euch beiden denn noch eine Geschichte erzählen? Frau Wimara, bitte. Du, Herr Tador. Kennt ihr die Geschichte vom Bär und vom Schneemann, Herr Tador? In der Tat, ja. Offenbar eine völkerübergreifende Kindergeschichte. Wie schön. Also dann der Bär und der Schneemann. Es war einmal am Ende eines wundervollen Winters ein Schneemann. Er glitzerte in der aufkommenden Sonne und funkelte wie 1000 Kristalle. Der Schneemann hatte ein paar hübsche schwarze Kohleaugen, eine Rübennase und wohlgeformte dicke Schneemannarme, die einen großen Kehrbesen halten konnten. Eines Tages kam ein junger Bär an dem Schneemann vorbei und sagte zu ihm: Oho, das bin ich. Du bist wunderschön, Schneemann. Du funkelst und glitzerst wie Sternenstaub. Und du hast das schönste Weiß, das ich jemals sah. Der Schneemann freute sich über die Komplimente und gab sich Mühe, noch ein wenig mehr zu strahlen und zu funkeln. Die Sonne warf ihre warmen Strahlen auf den Schneemann und erste Tropfen liefen an seiner Rübennase herunter. »Warum weinst du, Schneemann?« fragte der kleine Bär vorsichtig. »Ach, ich schmilze. Die Sonne macht mich immer kleiner und morgen schon werde ich nur noch ein kleiner Haufen Matsch sein.« Oh, wie traurig. Der Bär sah nun die vielen Tropfen, die am Schneemann herabliefen, und brüllte die Sonne an, sie möge aufhören zu scheinen. Das hilft leider nicht. Es ist nicht umzukehren, lieber Bär. Ich werde immer kleiner und morgen dann bin ich nicht mehr da. Der Schneemann weinte nun leise und seine Arme ließen den Kehrbesen herabsinken. Die Pfoten des Bären wurden von der Pfütze neben dem Schneemann schon nass und er seufzte traurig. Du tust mir so leid, lieber Schneemann. Können wir denn gar nichts dagegen machen? Vorsichtig schob der Bär die wackelnde Rübennase wieder ins Gesicht des weinenden Schneemanns. Es ist der Lauf der Dinge, kleiner Bär. Jedes Funkeln und Glitzern ist irgendwann vorüber und auch der schönste Winter weicht irgendwann dem nächsten Frühling. Aber es wird doch einen nächsten Winter geben, lieber Schneemann. Dann wird es wieder schneien und wunderbar kalt sein und dann wirst du wieder glänzen und glitzern. Das wäre schön, sagte der Schneemann traurig. Das geht aber nur, wenn sich jemand dann an mich erinnert und wieder aufbaut aus all dem schönen, weißen, neuen Schnee. Der Bär überlegte einen Augenblick und prägte sich das Aussehen des Schneemannes ganz genau ein. Ich werde wieder hier sein,
sobald der erste Schnee liegt. Und dann werde ich dich wieder aufbauen, mit einer Rübennase und den schönen schwarzen Kohleaugen und mit großen, starken Armen für deinen Kehrbesen. Der Schneemann lächelte glücklich und für einen Augenblick waren die Tropfen und die Tränen vergessen. Dann muss ich nicht mehr traurig sein, lieber Bär. Dann kann ich jetzt noch ein letztes Mal funkeln und leuchten und mich auf den nächsten Winter freuen, wenn du wieder da bist. Der kleine Bär nickte andächtig und blieb bis zur allerletzten glitzernden Träne des Schneemannes bei ihm. Als das letzte Häufchen Schnee in sich zusammengesunken war, blickte der Bär in die Sonne und bewahrte das Glitzern des Schneemanns in seinem Herzen. »Bis zum nächsten Winter, lieber Schneemann, du wirst nicht vergessen«, murmelte er vor sich hin und trottete dem Frühling entgegen. Oh Mann, das ist ja mal eine traurige Geschichte. Aber der Schneemann war doch gar nicht mehr traurig. Er wird ja nicht vergessen. Ja, hoffentlich kriegt der Bär ihn wieder hin. Ganz bestimmt. Er hat ja gut aufgepasst, wie er ihn bauen muss. Ich mag ja Winter auch viel lieber, so wie der Schneemann. Wollen wir im nächsten Winter auch einen Schneemann bauen, Skaldi? Können wir machen. Oder einen Schneewag. Ja, oder so. Gute Nacht, Pfötchen. Nacht. Jetzt, da die Kinder endlich in einen tiefen Schlaf gefallen waren, zogen sich die Eltern leise an den Abendtisch zurück. Die Kerzen flackerten sanft im Raum und ein Gefühl der Schwere lag in der Luft. Ihre Gesichter waren von Sorgen gezeichnet. Sorgen, die bisher unausgesprochen geblieben sind. Sie flüsterten miteinander, teilten Blicke, die mehr verrieten, als Worte es könnten. Irgendetwas bewegte sie. Ein Thema, von dem wir noch nichts wissen. Ein Geheimnis, das ihren Gedanken Gewicht verlieh und das sie vor den Kindern verborgen halten wollten. Die Ungewissheit und die Ängste, die sie beschäftigten, bleiben noch im Verborgenen. Wechseln wir zurück in die Gegenwart. Die Reise war lang und beschwerlich, doch Alleenwehen und Skaldiv waren endlich in der Honigmulde angekommen. Vor dem großen Beorninger Haus stand ich also mit Farondis, um Alleenwehen und Skaldiv willkommen zu heißen. Unsere Blicke waren voller Wärme, aber es schwang auch etwas Ernsthaftigkeit mit. Etwas lag in der Luft, das noch ausgesprochen werden musste. Farondis und ich hatten auf diesen Moment gewartet und ihn gefürchtet. Es war eine Bürde, die wir gemeinsam trugen. Es war ein Geheimnis, das schwer auf uns lastete und das bisher vor unseren Töchtern verborgen bleiben musste. Der Schleier begann sich nun zu lüften und schon bald würden all die offenen Fragen ihre Antworten finden. Und ihr? Ab sofort könnt ihr über uns alle mehr erfahren. Wir haben ganz viele Informationen über uns zusammengestellt. Besucht dazu die neue Webseite, die hier eingeblendet ist. Viel Vergnügen!